Hey Libra Club, was geht? Mein Name ist Hudson, ich bin DJ und Producer. Außerdem betreibe ich noch mein eigenes Label. Ich komme aus einem kleinen behaglichen Dorf nahe der österreichischen Grenze und ich freue mich, heute hier sein zu dürfen. Also, ich glaube, das wichtigste Item in meinem Künstlerdasein ist auf jeden Fall mein Laptop, denn der ist so die Schnittstelle meines ganzen künstlerischen Schaffens. So da habe ich alle Programme drauf zum Musikmachen, zum Videoschneiden, Graphic Designen und auch alle Tools, die ich brauche, um das Label zu betreiben und zu verwalten. Und deshalb ist der auf jeden Fall das Herzstück. So, ich hasse, dass ich das sage, aber das zweite wird definitiv mein Handy. Denn es macht alles ein bisschen komfortabler, man kann viel unterwegs erledigen, viel remote machen, also gerade E-Mails schreiben und so und Social Media Content betreiben. Das funktioniert alles einfach super easy über das Handy und deshalb ist es auch auf jeden Fall ein wichtiges Item so. Und drittes, denke ich, wäre mein USB-Stick zum Auflegen. Ich würde eigentlich lieber sagen, dass es meine Plattensammlung ist, aber das wäre einfach gelogen. Ich spiele auch mit Records, aber ich denke, ohne meinen USB-Stick könnte ich nicht auflegen. Und ja, das ist auf jeden Fall ein Essential. Also ich habe so ein Case und da sind mehrere USB-Sticks und SD-Karten drin. Und ich habe neulich erst eine verloren. Und das hängt mir immer noch nach. Deshalb würde ich sagen, dass das auf jeden Fall auch ein wichtiges Tool ist. Meiner kreativen Leidenschaft nachzugehen bedeutet für mich, dass ich so sehr an meine Welt an sich glaube, dass ich darum eine Art Mikrokosmos aufbaue und erschaffe, in dem ich mich wohlfühle, in dem ich mich kreativ entfalten kann und der so ein bisschen als mein Safe Place fungiert. Es bedeutet aber auch manchmal viel Stress, denn ich habe einen hohen Anspruch an mich selber und auch einen anspruchsvollen privaten Musikgeschmack. Und wenn man halt die ganze Zeit irgendwie Leute hört, die Multi-Instrumentalisten sind und extrem begnadete, talentierte Musiker und sich dann vergleicht, dann bringt das manchmal auch gewisse Frustration mit sich, aber ich denke, das ist in jedem kreativen Schaffensprozess so. Ey, bei mir ist es so hart, also was ich momentan echt super gerne höre, ist, ich weiß nicht, ob ihr Tom Misch kennt und Yusuf Days. Ja, voll. Und die haben ja so ein Album rausgebracht, What Kind of Music. Und das Album läuft bei mir seit 2 Jahren jetzt, seit der Pandemie rauf und runter. Und ich mache halt, also ich kann kein Instrument spielen und ich habe auch keinen klassischen Musik-Background. Und wenn man sich dann halt mit solchen Leuten vergleicht, dann ist man einfach frustriert so. Aber irgendwo ist es auch gut, dass man sich halt einen hohen Anspruch setzt und kritisch ist so. Aber manchmal clincht es auch extrem. So. Es ist eigentlich ein Prozess aus stetigem Hinfallen und Aufstehen. So. Man braucht sehr viel Geduld und auch sehr viel Begeisterung. Gerade die ersten Tracks werden sich einfach immer scheiße anhören. Es ist einfach so. Und da braucht man auch eine gewisse Neugierde, um einfach am Ball zu bleiben und ja, einfach so diese kritische Phase zu überstehen, bis dann sich ja mal was so einigermaßen anhörbar anhört. Ja, das ist schon auch ein Prozess eben, den man da durchmacht, aber ich glaube, ich bin eines der besten Beispiele, denn ich habe jetzt keinen musikalischen Background und habe jetzt auch ich hatte nie
ich hätte nie gedacht, dass ich irgendwann selber Musik produziere. So. Ich habe angefangen aufzulegen, weil mich das unglaublich happy gemacht hat so, und weil ich das gern gemacht habe, und dachte mir dann irgendwann, hey, wenn ich jetzt noch die Musik produzieren könnte, die ich spiele eigentlich, dann wäre das Nonplusultra so. Und dann habe ich mich einfach hingesetzt einfach nur aus dem Aspekt, weil ich Bock hatte, und habe mir das selber beigebracht, und ja, es funktioniert ganz gut. Oh Gott, der bricht gleich zusammen. Ich denke, es gibt auf jeden Fall mehrere Situationen, auf die ich sehr stolz bin, auch in meiner Artist-Karriere jetzt so, aber ich glaube, am meisten stolz bin ich darauf, dass ich meinen eigenen Weg eingeschlagen habe und die Courage aufgebracht habe, mein eigenes Leben zu gestalten. Denn ich glaube, das ist was sich sehr viele Leute wünschen, aber oftmals nicht umsetzen können. Bestimmt auch weil manche Leute einfach nicht die Möglichkeit haben. Aber ich denke, dass es ganz oft auch am Mut und der Courage scheitert, um das Risiko einzugehen, sich sein eigenes Leben aufzubauen. Und da bin ich auf jeden Fall sehr stolz drauf. Ich war mir über die letzten Jahre immer der beste Freund in jeglicher Zeit und bin mir immer selber treu geblieben, auch wenn es mal ein bisschen turbulenter war. Also ich hatte als Jugendlicher auf jeden Fall ein bisschen Turbulenzen in die Spur zu finden, und das hat sich auch noch so ein bisschen weitergezogen dann. Und Musik hat mir immer eine Richtung vorgegeben, und der bin ich gefolgt, und da bin ich stolz darauf, dass ich mich zu dem Menschen entwickelt habe, der ich heute bin und mit euch hier sitze und darüber spreche. Ja, das ist echt schwer oft. Also es ist auch zum Beispiel was ein bisschen schwierig ist in München, weil das halt so eine total konservative Stadt ist auch, und da ja nicht so viel Platz ist für dieses Künstlerleben, würde ich mal sagen. Und generell, wie gesagt, ich komme aus einem kleinen Dorf im Allgäu, und da bin ich fernab von Musikkultur aufgewachsen. Und das war schon echt schwer tatsächlich, gerade so gegen diese Zweifel des Umfelds dann so anzukämpfen, würde ich mal zu sagen. Aber das Gute ist, ich kann es auch irgendwie nicht lassen. Also ich liebe das, was ich tue, und wie gesagt, Musik hat mir immer diese Richtung vorgegeben in meinem Leben, und die verfolge ich einfach. So. Da würden mir auf jeden Fall mehrere Sachen jetzt einfallen, so wie, keine Ahnung, Vermarktungsskills oder Social Media. Aber ich glaube, ich denke, das ist nicht unbedingt wirklich notwendig, wenn man ein richtig guter Musiker ist oder das macht, weil man es wirklich liebt. Ich glaube, eins der wichtigsten Sachen, und ich bin mir nicht sicher, ob es ein Skill ist, aber ich denke, was sehr, sehr wichtig ist, dass man an sich selber glaubt. Denn es ist schwer, Leute von sich zu überzeugen, wenn man nicht selber von sich überzeugt ist. Und da ist es auf jeden Fall wichtig, dass man dann ein gewisses Maß an Selbstbewusstsein mitbringt. Es ist irgendwie paradox, dass ich das sage, weil mir fehlt es manchmal auch daran. So. Aber wie gerade schon erwähnt, ich liebe das einfach so sehr, was ich tue, und kann es auch nicht lassen. Und das hat mich hierher gebracht. Und ich denke, das ist auf jeden Fall wichtig, dass man das irgendwo mitbringt auch. Bei mir ist es wirklich so, dass ich habe so ein Auf und Ab in meinem Kopf die ganze Zeit, und manchmal bin ich so, ich will einfach alles hinschmeißen und denke, das funktioniert nicht, aber wie gesagt, ich kann es einfach nicht lassen. Ich stehe am nächsten Tag wieder auf und habe einfach Bock,
und weiterzumachen. Und das ist irgendwie, das ist was mich antreibt auch so. Und das ist auch irgendwie total schön, also zu sagen, okay, weil wie gesagt, ich bin jetzt nicht der Mensch, der sich maßlos selbst überschätzt, aber irgendwo habe ich dann trotzdem doch dieses Gefühl, dass das gut ist, was ich mache. So, und das kann ich auch nach außen tragen. Und ich glaube, das ist wichtig, dass man sich selber irgendwo feiert und sagt, hey, das ist cool, was ich mache. Und das trage ich nach außen, so an die anderen Leute hin.